Dem Dani geht es nicht mehr so gut. Der hat letzte Woche schon Antibiotikum nehmen müssen. Jetzt hat er es wieder im Hals. Deswegen haben wir gesagt, dass wir heute versuchen zu trampen mit den Fahrrädern. Ja, wir haben's. Die Polizei hat für uns das jetzt hier klar gemacht. So, dem Dani geht es jetzt immer noch nicht besser. Jetzt sind wir hier im örtlichen Krankenhaus in Tingir. Meine Mama hat uns vor der Abreise einen Adventskalender gegeben. Das ist total süß, den dürfen wir. Also wir wussten am Anfang nicht, was es ist. Aber es ist total niedlich von ihr. Da machen wir jetzt jeden Tag, wenn wir es nicht vergessen, immer ein kleines Türchen auf. Das ist ein perfekter Reisekalender. Das ist süß. Danke, Mama. Da vorne ist Alnif. Im letzten Dorf hatten sie leider kein Brot. Aber hier haben sie welches. Da gibt es dann endlich Frühstück, ein richtiges. Unsere Reste von gestern waren viel zu wenig. Wir laufen auf Reserve. Also 20. Super. Was haben wir eingekauft? Zeig Wir mal haben eingekauft 3 große Kartoffeln, 3 fette Rüben, 2 Riesenzwiebeln, einen Haufen von denen hier und eine, ja genau, und noch eine Paprika. Ah, super hier, gefällt's mir. Ja? Was es hier alles gibt. Sogar Popcorn. Das ist einfach Everyday Life Marokko. Hier kaufen ganz normale Leute ein. Ah, Knoblauch. Linsen. Gewürze. Wenn wir nur nicht so beschränkt werden von der Ladung her. Hier werden ein Haufen Datteln angebaut. Ich finde ja immer dieses Bewässerungssystem so cool. Einfach nur mit Schwerkraft. Ohne Pumpen, ohne alles. Hat noch der Opa gebaut sozusagen. Und es funktioniert toll. Hier ist eine Parzelle, es gibt klare festgelegte Regeln, wann wer Wasser kriegt. Und entsprechend wird dann auch angebaut. Und es ist irgendwie immer genug Wasser da. Überrascht mich immer wieder sehr. Wir sind mitten in der Wüste und es gibt immer Wasser. Sie haben echt ein tolles Wassermanagement. Hier ist so ein Tümpel. Alnif sind wir jetzt durch. Jetzt geht es weiter Richtung Tingir. Noch 60 Kilometer, 400 Höhenmeter. Jo. Hey. Salam. Salam. Hallo. Ja, ich habe kein Bonbon. Ja, das ist schnell. Ich habe kein Bonbon. Wir haben gerade einen Marokkaner getroffen beim Wasser nachfüllen. Der war ganz lustig und fand es cool, was wir machen und hat uns dann davon erzählt. Also wollte er wissen, was wir so machen und so, und hat dann erzählt, was er so macht. Und zwar schreibt er ein Buch, weil er ist Rentner. Ja, und das verkauft es auf Amazon. Das ist geil. Memoiren eines Kindes der Wüste. Ja, genau. Und das sollen wir doch auf Amazon uns mal angucken. Und ja, ist total cool. Du fährst hier durch die Wüste und dann triffst du einen alten Mann und der wirkt total unscheinbar und dann hat er das irgendwie total drauf, Zeug mit Amazon zu verkaufen. Das ist so lustig. Wir sind immer noch auf dem Weg nach Tingir. Dem Dani geht es nicht mehr so gut. Der hat letzte Woche schon Antibiotikum nehmen müssen. Jetzt hat er es wieder im Hals. Deswegen haben wir gesagt, dass wir heute
versuchen zu trampen mit den Fahrrädern, weil er der Meinung ist, es schafft er nicht die Berge hoch. Das kann ich auch gut verstehen, das ist ziemlich anstrengend. Gestern haben wir nur knapp 40 Kilometer gemacht und wir waren noch nicht mal annähernd Richtung Berge unterwegs. Also wir sind jetzt hier schon ungefähr seit 1,5 Stunden am Straßenrand, nur vom Café. Versuchen die Autos anzuhalten, aber die meisten sind halt schon voll beladen. Das ist das Problem gerade. Jetzt ist der Dani gerade rübergewunken worden zum Tee. Da hinten sitzt er. Und ich halte währenddessen Schmiere und guck, ob was Gescheites vorbeifährt. Also wir versuchen jetzt schon die ganze Zeit hier zu trampen und haben auch echt total viele lustige, interessante Leute angehalten. Unter anderem ein arabischer Holländer, der wollte nur ein Foto mit uns machen und dann mit Tee und was weiß ich. Und jetzt haben gerade 2 Deutsche angehalten und die haben mitgekriegt, dass ich Mandeln habe und haben hier Penicillin gegeben und Aspirin, damit ich noch ein Stückchen weiter überleben kann. Zumindest bis Marrakesch haben sie gesagt, dann soll ich zum Doktor gehen. Schauen wir mal. Ja, und ein paar Bananen haben wir auch gekriegt, also total lieb. Das waren auch die ersten Deutschen eigentlich, die wir jetzt so Sprachkontakt hatten. So. Wir haben schon mal ein paar gesehen, einen aus Starnberg mit so einem riesen Wohnmobil und alles mögliche, aber die waren lustig. Ja, und jetzt fahren wir weiter den Berg hoch, dass die Leute länger Zeit haben, uns zu sehen und zu überlegen, ob wir eine Gefahr sind oder nicht. Also da hat gerade jemand angehalten. Wir haben jetzt hier diesen Zettel, den ich gebaut habe, gemacht. Da wollen wir hin. Und Leute haben, also er hat gecheckt. Er holt jetzt irgendwie seine Kinder von da hinten ab oder sowas und fährt dann dahin. Also, wir haben es geschafft. Wir sitzen auf dem Pickup und fahren jetzt dahin. Hui! Sau cool! Er fährt jetzt nicht bis nach Tingier, aber sowas ähnliches. Lässt uns dann einfach vorher raus, das passt uns ganz gut, weil dann einfach die schlimmste und steilste Stelle erledigt ist. Und ja, das ist besser für meine Gesundheit. Ich hätte es schon irgendwie auch geschafft, mit Sicherheit sogar. Aber die Frage ist, welcher Preis meine Mandeln bzw. allgemein die Bakterien da in meinem Hals dafür bezahlen müssen. Also kommt das richtig Üble ja noch. Wir wollen ja über diesen Tisin-Test, wie das heißt, fahren. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das ist dieser Gebirgspass. Und da muss ich voll da sein, weil den will ich auch richtig erleben. Oh ja. Machen wir erstmal hier eine Weile. Wo der Wind geht, merke ich wieder deutlich meinen Rachen. Ja, beim Schluss. Überhaupt ist es auch gar nicht voll anstrengend. Der Typ, der fährt wie ein Berserker. Ja, der Typ, der da gerade wegfährt, der Herr, der hat uns mitgenommen. Wieder in einer Mischung aus Französisch, Arabisch und vielleicht Amazigh, wissen wir noch nicht so. Das ist hier in der Gegend. So, da drüben müssen wir lang und dann links. Und da hinten irgendwo ist Tingier bei diesen schneebedeckten Gipfeln. Und da gibt es auch diese Schlucht, durch die wir fahren werden. Das wird alles sehr interessant. Da ist es, schwarz auf weiß. Tingier, Bumal, ne, wie man das sagt. Und Walsasat. Da müssen wir hin. Alle drei. Jetzt geht es wieder Richtung Gebirge. Schluss mit Wüste.
Ah, da vorne sind die Bullen. Gucken wir mal, ob sie uns kontrollieren. Also der Polizist kam gerade rüber, der da drüben an dem Auto steht und hat uns gefragt, wo wir hinwollen, was das Problem ist. Und gesagt, dass ich halt Antibiotika brauche und wir jetzt deswegen nicht radeln wollen in der Affenhitze. Da war er total freundlich und hat gesagt, er sucht sich jetzt jemand, der uns da hinfährt. Und ich habe jetzt gerade gehofft, dass er nicht den Leuten sagt, sie sollen umdrehen und uns da hinfahren. Das wäre blöd. Wir wollen ja keinen Stress machen. Wir können auch hier noch eine Stunde stehen, das ist nicht so das Problem. Total lieb von ihm. Also, wer auch immer sagt, dass Marokko unsicher ist und was auch immer, also ich finde Marokko sehr sicher bisher. Die Leute sind unglaublich freundlich. Die Polizei meint es manchmal etwas zu gut, aber sonst ist es echt cool. Zweite Mitfahrgelegenheit. Die Bullen haben es uns klar gemacht. Ja, wir haben's. Die Polizei hat für uns das jetzt hier klar gemacht. Das fanden sie cool, uns zu helfen. Finden wir auch cool, dass sie uns geholfen haben. Wir fahren jetzt die letzten 20 Kilometer nach Tingir. Ja, lässt er uns raus. Und dann schauen wir mal, dass wir unser Haus finden. Und für mich noch ein paar Antibiotika auftreiben. Nochmal. Ich fährt man. Oh Gott. Gott sei Dank einen guten Abend. Leute, Frühstück holen. Wir haben gerade Olivenöl gekauft. Da ist jetzt ein bisschen rum. Gehen wir mal da vorne hin. Nächste gibt's da nicht. Komm auf die Seite, dann muss ein Gaslaster durch. Oh, der stinkt. Super, morgendliches Straßenleben. Das ist das Hops aufgereiht im Auto. Ja, das ist ein Hops-Auto. Ganz viel Hops im Auto. Hops, Hops, Hops. Ja, Oh ja. Oh, der Grill riecht sogar, wenn er aus ist, noch nach geilem Fleisch. Da drüben sind Ziegen. Schlachtet und aufgereiht. Das ist bestimmt super Fleisch. Ohne Antibiotika, ohne Gift. Auf dem Eingang hängt da schon unser Sticker. Unsere Fahrräder sind da vorne. Genau, da unten rechts sind unsere Räder. Da. So luxuriös sind wir bis jetzt noch nicht untergekommen. Ja, ist cool. Und da drüben Das ist unser Zimmer. unser Zimmer. Und da ist der Ausblick. Puh. 5, 6 Treppenstufen und dann. Aber ich bin auch schon fertig. Ja, ich habe jetzt gestern Doxycyclin geholt. Oder wie das heißt. Muss noch mal 10 Tage das Zeug futtern. Ist nicht so gut.
Ich bin eigentlich Antibiotika-Gegner und nehme das nur im letzten möglichen Ausweg, aber der ist jetzt wohl erreicht. Moi j'ai un diplôme de la langue espagnole. Areas for me. Der Oma hat uns mitgenommen. Er war so freundlich beim Trampen. He said that Omar take us with the car. Ja, auf jeden Fall sind wir hier in der Schlucht. Da drüben sind wir gerade rausgekommen. Genau, und das ist die Gorge. Ja, das war cool. Unser Tarek-Host, ich habe mit dem gesprochen, weil der so eine coole Schleppe hat. Und der hat mir dann gesagt, in welchem Laden der die her hatte. Und ja, genau. Und dann kam ich dann abends zum Essen mit dieser Schleppe und der war ganz aus dem Häuschen. Ich gesagt, das sieht cool aus. Und ich heiße ab jetzt Mohammed, weil ich ein Berber wäre. Und das, mein Vibe, das Fatima wäre. Wir haben gerade erklärt bekommen, dass hier ein Felsrutsch quasi die Hotels, es sind 2 Hotels hier, dass es die Hotels zerstört hat und deswegen es untersagt ist, da reinzugehen und momentan sind die auch geschlossen. Bleiben es wahrscheinlich. Vermutlich auch, ja. Auch, ja. Voll schade, weil es ist ein richtig schöner Platz hier. Ah, super cool. Schon mächtig, da klettern auch ein paar. Auf der Kamera sieht man es wahrscheinlich nicht so. Die klettern bis ganz nach oben. Hier gibt es ein cooles Phänomen. Hier drückt das Wasser von unten hoch und macht kleine Blubberblasen und so Sandwirbel. Sieht cool aus. Hier ist wohl eine Quelle. Ja, hier wird schon renoviert, Decken neu gemacht. Echt toll, dass man da Zeit und Geld investiert, um sowas zu schützen. Richtig schön. Ja, das Materiallager für die Restaurierung. Da werden dann die Dächer drauf gemacht. Finde ich super. Bessere Bauart als wir heute. Im Sommer kühl und im Winter warm. Und alles, wie ich schon mal gezeigt habe mit einem anderen Kasper, aus Strohmatt. Das ist angenehm kühl hier, ist herrlich. Draußen ist eine Gluthitze. Hier ist einfach so viel thermische Masse. Guckt euch mal die Wände an, wie dick die sind. Die kommen richtig kühl aus diesem Gang raus. Natürliche Kühlung, ohne Strom, ohne Wasser. Überall wird restauriert. Alles mit Schlamm, Steinen und Mist.
Klasse. Gesund und nachhaltig. The carton. So you're okay. The first the carton. Sven, you Spilling the wool. After you making the color. Yes. Color natural. Like henna natural. Okay, so you are coloring after. Yeah. Oh, das ist hart. Also du ziehst quasi die Knoten raus. Es gibt Muckis. I said to you, if you work here, you can stay here for a start. For 2 years. Okay. And I said you can do some jinaba for Mohammed. Some carpet for So- wedding gift. But I have to pick a lot. It's 10 Kinder, ja? Yes. 10. Nachdem ich ja leider solidiert bin, können wir noch nicht weiterfahren. Und es ist schon, also ich lehne jetzt immer den Tee ab, weil das so viel Zucker hat und das ist ja eine Nährlösung für jede Bakterie. Und das brauchen wir ein bisschen selber. Wie schaut es ja aktuell aus? Melli ist da hinten in der Kochnische mit ihrer Büttellampe. Ja, ich habe zwar schon eine Lampe da oben, aber die leuchtet nicht direkt an. Ja. Ja, da wo ich hingucken muss. Ah, super, ein bisschen Zwiebeln atmen könnte ich auch, das löst Schleim. Ja, komm mal her, ich muss eh schon heulen. Dann holen wir den Geraffel von unten und ich atme Zwiebeln ein. So, dem Dani geht es jetzt immer noch nicht besser, der nimmt seit circa 2 Wochen Antibiotikum. Jetzt haben wir mal einen befreundeten deutschen Arzt geschrieben in Deutschland, der hat uns geraten, wir sollen nochmal einen Streptokokken-Schnelltest machen. Jetzt sind wir hier im örtlichen Krankenhaus in Tingir. Unser Freund hier hat uns schon gesagt, wir werden wahrscheinlich kein Glück haben, es ist oft noch nicht mal ein Arzt da. Jetzt sind wir auf gut Glück mal hier reingegangen und versuchen unser Glück und klären die Medikamentenabgabe ab. Und es ist ja auch nicht so gut, wenn man so lange am Stück Antibiotikum nimmt. So, da hinten steht er. Jetzt warten wir darauf, dass es losgeht. Das ist unser Weihnachtsgeschenk, dass wir endlich wieder auf dem Fahrrad sitzen können. Dass ich gesund bin, dass das Wetter gut ist. Cool. Geil. Heute ist Weihnachten und haben wieder mal eine Bombenaussicht. You like our work? Become a patron and get your hands on exclusive Patron-only content. Now on patreon.com/vagabondsworld.